Hallo Leute, ich bin Wolfgang von Black Trident und heute sprechen wir über einen Ausrüstungsgegenstand, der wirklich wichtig für euch ist, dem Range Belt. Alles, was ihr darüber wissen müsst, wie das funktioniert und was den Black Trident Range Belt so besonders macht, das erfährst du in diesem Video. Bevor ich auf den Black Trident Range Belt eingehe, spreche ich ein bisschen darüber, hey, warum brauche ich überhaupt einen Range Belt und wie ist das Ganze eigentlich entstanden? Wenn man sich anschaut, die Geschichte der Range Belts dann und sozusagen in die letzten Jahrzehnte zurückblickt, dann merkt man, dass gerade in früheren Konflikten sehr viel immer am Oberkörper getragen wurde. Und dieses am Oberkörper tragen, da hat man sozusagen seine Magazine gehabt, seine Erste-Hilfe-Sachen und Co. alles. Aber was passiert eigentlich, wenn ich das Ganze ablegen muss, aus irgendeinem Grund? Und hier ist genau das Ding, dann habe ich mein gesamtes Equipment, eigentlich was ich normalerweise an mir habe, verloren. Und hier ist dann eben so, dass um die 2000er Jahre hat man dann immer mehr angefangen, okay passt, man gibt mehr Equipment auf den Belt. Und Mike Glover von Fieldcraft Survival hat auch ein richtig gutes Video dazu. Und er beschreibt es eben so, dass früher haben sie ganz normale Ledergürtel gehabt und da die Magazintaschen draufgegeben, die Holster montiert und Co. Und danach haben immer mehr Leute aus der Community angefangen, Gürtel zu bauen, um eben dieses Equipment, die Holster, die Magazintaschen und Co. wirklich, auch das Erste-Hilfe-Equipment, ist auch hier sehr wichtig, wirklich gut zu verstauen am Range Belt, also auf einem wirklichen Gürtel. Und diese Gürtel, die sind eben dafür da, das soll das Minimalste sein, was du brauchst zum Überleben. Und genau da ist das Ding, also wenn kein Plattenträger, keine Weste, kein Chest-Rig anlegbar ist, dann soll das Kit sein, was du nimmst und was du dir umlegst. Wenn man sich so Belts anschaut, dann ist das so ein klassisches Ding, an das viele Leute denken. Das sind so dicke, gepaddete Belts, die sozusagen auch noch immer sehr populär sind. Das Ding bei denen ist, dass man hat sehr viel so Molly-Schlaufen und Co., wo man Sachen anbringen kann. Aber sie haben auch einen Nachteil, nämlich der ist, dass sie nicht fest mit dem Körper verbunden sind. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass wenn ich halt den Belt umlege, dann seht ihr jetzt schon, wenn ich hier zum Beispiel irgendwo mich hinsetze oder Co., der Belt könnte hochrutschen. Und wenn ich den halt nicht wirklich gut zu habe oder halt irgendwie auf meinem Equipment irgendwo hängen bleibt, dann kann es gut sein, dass ich da auch mit anderen Ausrüstungsgegenständen wie Plattenträger, Chest-Rigs und Co. in Konflikt komme. In den letzten 10 Jahren hat sich dann ein sehr starker Trend in Richtung von Two-Layer-Belts abgezeichnet. Two-Layer-Belts, was ist das? Was bedeutet das? Hier gibt es immer eine Kombination von 2 Gürteln. Ich habe auf der einen Seite den Inner Belt, das schauen wir uns am besten halt jetzt auch wirklich am Black Trident Range Belt an. Ich habe auf der einen Seite einen Inner Belt, der so wie bei mir hier durch die Hosenschlaufen gefädelt ist. Und dieser Inner Belt der ist normalerweise immer sozusagen mit einer Klettfläche ausgestattet. Und der Range Belt, auf dem das tatsächliche Equipment montiert ist, der hat auch eine Klettfläche und diese beiden Gürtel, die werden dann übereinander gelegt und bilden dann so eine feste Verbindung zwischen deiner Ausrüstung und deinem Körper. Weil der Gürtel selbst, der wird durch die Hosenlaschen auch gefädelt und hier ist dann wirklich das Ding, dass dein Equipment immer an Ort und Stelle sitzt und mit deinem Körper fest verbunden ist. Ja, aber kommen wir jetzt wirklich spannend, warum ihr euch das Video anschaut. Was macht den Black Trident Range Belt und Inner Belt so besonders? Also wie ich eben schon vorher erklärt habe, ist eben ganz klar ein Trend gekommen in diese Richtung der Two-Layer-Belts. Man kann sich das auch mal sozusagen im Vergleich anschauen, wenn ich hier diesen Gürtel hier zum Beispiel nehme. Ihr merkt schon, das ist viel schlanker, viel schmaler. Also das ist auch nochmal ein Ding, warum sich ein Trend ganz klar in diese Richtung abgezeichnet hat. Was nicht heißt, dass das hier outdated ist oder keinen Nutzen mehr hat. Es ist einfach nur ein anderes Konzept und es gibt definitiv auch für diese Gürtel noch immer Einsatzzwecke. Aber jetzt schauen wir uns mal das Inner Belt Range Belt Ding an. Ich fange mal an mit dem Grundding, das ist der Inner Belt.
Ganz wichtig für euch, wenn ihr bei uns ein Belt bestellt, ihr braucht immer beide. Ihr braucht ein Range Belt und einen Inner Belt, damit das Ganze wirklich optimal und harmonisch miteinander funktioniert. Beim Inner Belt, da ist es so, dass der eine Breite von 45 mm hat. Warum sind 45 mm so wichtig? Weil jede normale Hose, ich habe jetzt auch eine ganz normale Chino von einem großen Hersteller, die hat Gürtelschlaufen für 45 mm. Das heißt, ihr müsst euch keine eigenen Hosen kaufen sozusagen, um den Range Belt mit dem Inner Belt zu verwenden. Und bei unserem Inner Belt ist es so, dass wir hier einen Wendegürtel haben. Das heißt, ihr habt ein schnallenloses Design und habt eben aus der Außenseite, wie zum Beispiel hier, könnt ihr eine ganz neutrale Farbe wählen oder auch in mehreren auffälligeren Farben. Und der kann ganz normal auch, so wie bei mir, im Alltag getragen werden. Wenn ich jetzt vorhabe, hey, ich möchte das nachher mal ein Range Belt anlegen, dann kann ich den in den Hosenschlaufen einfach umdrehen und habe dann hier außen die Flauschkleidfläche. Das ist auch noch ein wichtiges Detail, warum ist am Innerbelt die Flauschkleidfläche. Wenn ihr darauf den Hakenklett hättet, das ist auch mal dieser Teil hier, das ist extrem aggressiv auf Kleidung und vor allem auch auf eure Umgebung. Also wenn hier drauf Hakenklett wäre, dann hättet ihr keinen Spaß mit Autos sitzen und Co. Und natürlich würde es euch in Pullovern, irgendwelchen anderen Sachen, es wird sich mega viel drin verfangen und das habt ihr so nicht. Also das hier ist eben der Innerbelt. Was auch noch spannend ist, wer uns schon länger verfolgt, beim Innerbelt hat sich bei uns auch einiges geändert. Wir haben nämlich mittlerweile eine abgegradete Version des Innerbelts, nämlich den Innerbelt Rugged, der innen ein Material namens Curve vernäht hat, was eben wirklich diesen Belt super torsionssteif macht und eben auch gerade auch hier nochmal die Festigkeit eures Equipments am Körper nochmal deutlich verbessert. Und er ist auch noch ca. 30% leichter als das Original. Schauen wir jetzt, ich habe jetzt den Inner Belt, den habe ich bei mir jetzt schon angelegt und jetzt schauen wir uns den Range Belt genauer an. Der Range Belt, der ist in diesem Two-Layer-Belt-Konzept jener Teil, an dem das gesamte Equipment, also alles, was eben das Holster ist, die Erste-Hilfe-Sachen, die Magazine, all das ist auf diesem Range Belt drauf und den kann ich einfach anlegen und auch ablegen. Aber da ist natürlich die Frage, ihr googelt Range Belt und dann denkt ihr euch, hey, es ist irgendwie alles dasselbe. Aber der Teufel, der liegt eben im Detail. Was ich bei diesem Range Belt noch immer habe, ist eine Breite von 45 mm. Was hier das Spannende ist, ist aber die Bebänderung. Ihr findet am Markt sehr viele Gürtel, die haben entweder 3 gleich große Gurtbänder oder 2 außenliegende, ca. 20 mm große Gurtbänder. Und das Problem aber ist, dass keiner dieser Gürtellösungen tatsächlich Molly ist. Und Molly, das ist ein genormtes Maß. Das sind 25 mm und die findet ihr auf mega vielen Ausrüstungsgegenständen. Findet ihr zum Beispiel hier an diesem Plate Carrier, das sind genau 25 mm und darauf kann ich wieder etwas anbringen. Ihr seht es hier zum Beispiel bei diesem Belt hier. Hier habe ich zum Beispiel einen Trinkflaschen-Pouch. Und ihr seht hier genau bei dieser Fädelung, wie das ist, dieses Teil von Equipment, das bewegt sich nicht hoch und runter. Das ist genau so gefädelt, wie es sein soll. Und dadurch, dass Molly ein wirklicher Standard ist, habt ihr auch die Möglichkeit, mit dem Range Belt euch die optimale Plattform für egal was ihr vorhabt, aufzubauen. Wenn man sich jetzt den Range Belt anschaut, dann hat man hier nämlich auf den außenliegenden Gurtbandbahnen jeweils 10 mm und in der Mitte 25 mm. Und diese 25 mm, Leute, das ist wirklich genau das Ding, was beim Black Triangle Range Belt, was den so besonders macht, weil dadurch kann ich wirklich alles anbringen, wie ihr gesehen habt. Und nochmal on top, es ist aus Gurtband gefertigt und Gurtband ist ein mega widerstandsfähiger Stoff. Und da könnt ihr auch schwere Sachen, wie zum Beispiel hier, eine Trinkflasche, die hat ca. 600 Milliliter und ihr könnt euch vorstellen, wenn hier den ganzen Tag das bewegt wird, den ganzen Tag das im Einsatz ist, dann leiert hier nichts aus und das Ganze bleibt trotzdem an Ort und Stelle. Was gibt es sonst noch beim Range Belt zu beachten? Der Inner Belt und der Range Belt, die kommen insgesamt in 7 verschiedenen Größen. Das liegt nämlich daran, dass wir immer sicherstellen wollen, dass ihr so viel wie möglich dieser Molly-Bebänderung nutzen könnt für eure Ausrüstung. Und der Verstellbereich, der sollte so groß wie nötig sein, aber so klein wie möglich. Und hier
eben auch noch das Ding, beschäftigt euch wirklich mit eurer Ausrüstung. Wir haben auch ein eigenes Video, wo ihr wirklich auch seht, okay, wie messe ich meine richtige Größe raus und vor allem auch, wie wähle ich das Ganze aus, wenn ich zwischen zwei Größen bin. Ja, sonst, was gibt es zum Rangebelt noch? Der Rangebelt hat hier vorne auch noch einen D-Ring, an dem ihr andere Ausrüstungsgegenstände festmachen könnt. Und ich habe hier eine Austria Alpine Cobra Schnalle mit großen Clips, sodass ihr auch im Winter den Rangebelt gut öffnen könnt. Eine wichtige Frage, die wir auch immer wieder bekommen, okay gut, was mache ich denn im Winter, wenn ich so einen Rangebelt habe? Ihr habt mit dem Innerbelt immer die Möglichkeit, vorgesehen ist er ja dafür, dass man ihn durch die Hosenlaschen fädelt und dass man wirklich eine feste Verbindung zwischen seiner Ausrüstung und dem Körper hat. Aber es ist natürlich genauso möglich, das Ganze, ihr habt nämlich auch einen relativ großen Bereich, den ihr auch das Ganze noch größer machen könnt, kann man natürlich auch den Belt über der Kleidung tragen und hier auch, wenn ich jetzt Jacken oder sonst etwas anhat hätte, das Ganze drüber zu geben. Hier ist natürlich nochmal das Ding, es ist nicht dafür vorgesehen, so spezifisch, aber ich kann das auf jeden Fall tun. Eine wichtige Sache, die ich immer wieder auch Kunden sagt, die zu uns kommen, ist, gerade wenn ihr euch einen Rangebelt baut, das ist so wirklich eines der Grunddinge, die bei eurer Ausrüstung dabei sein sollte. Weil, wie wird man richtig gut im Schießen? Das funktioniert eben darüber, indem ich immer wieder gleichbleibende Muster habe. Und mit dem Rangebelt in Kombination mit dem Innerbelt könnt ihr wirklich eure Ausrüstungsgegenstände zentimetergenau an eurem Körper platzieren und habt somit, genauso wie beim Autofahren, irgendwann schaust du nicht mehr hin, wie du schaltest. Ihr habt dann immer wirklich genau diese Bewegungsabläufe und Muster an eurem Körper. Ja, und das war soweit alles, was ihr über unseren Black Trident Rangebelt und Innerbelt wissen müsst. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie auf jeden Fall hier in die Kommentare. Wir beantworten die euch super gerne. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer Wolfgang von Black Trident.